Guten Morgen, liebe Scooterfreunde, willkommen zum heutigen Video. Wir sind heute mal draußen im Freien bei wunderschöner Sonne und zwar vorm Olympiastadion, wie man sieht. Heute mal nicht im Laden. Hallo Micha. Auf alle Fälle. Die Spielstätte von Schleichwerbung. Wir gucken uns heute mal die Lambretta X300 SR an. Wir haben sie ein bisschen alltagstauglich gebaut. Also Micha und Alltagstauglichkeit, das sind zwei Sachen, die gehören nicht zusammen. Was? Da ist da bestimmt wieder was passiert, was Sportlichkeit angeht. Auch, ja natürlich. Aber trotzdem, schon, trotzdem alltagstauglich. Auch alltagstauglich. Auch alltagstauglich, genau. Also ein paar praktische Sachen, die nicht so optimal waren, die du abgeändert hast. Die man optimieren kann, ja genau. Die einfach tatsächlich auch aus der Erfahrung von Vespa tatsächlich hier reinfließen können, was völlig in Ordnung ist. Bisschen frisch ist es noch, ne? Ja genau, der Wind ist kalt, die Sonne ballert. Die Sonne ist richtig schön, wir kriegen schön hier Sonnenschutzfaktor, hätte man nehmen sollen. Auf alle Fälle. Der Wind ist frisch. Ja, aber ist so. Aber das macht ja Spaß jetzt. Vielleicht fangen wir vorne mal an, gehen dann nach hinten durch und du zeigst mal, was du jetzt schon an dem X300 abgeändert hast. Na, dann holen wir die Kamera für die Details. Hol ich mal ran. So, also vorne brauchen wir bei der erstmal gar nichts zu machen. Tatsächlich, wir haben ja die normale Telegabel, 2 Federn, deutlich besseres Fahrwerk als Vespa. Wir reden nur von Serienvergleichen, um mal uns wieder ins Boot zu holen. Diese Ölins und Bla-Sachen ist eine andere Welt. Aber wir reden nur über Serienvergleiche. Okay. Hier in dem Fall zumindest Gabel, Fahrwerk deutlich besser als bei Vespa. Es gibt noch übrigens ein Ölins Fahrwerk hierfür, das kommt. Ach, gibt's auch schon? Es gibt's in Asien schon, das kommt. Das Release ist für April geplant. Okay. Ja, also sobald es gibt, bauen wir es ein. Was wir aber wirklich alltagstauglich gemacht haben als allererstes an dem Fahrzeug ist, normalerweise, wir haben hier einen Gepäckhaken, der kennen wir aus Vespa Smallframe, der nützt an der Stelle relativ wenig bis gar nicht, sondern der Gamechanger ist, den Gepäckhaken hier zu haben, GTS. Oh, super. Wir haben hier einen BGM Gepäckhaken genommen, haben eine Schablone genommen, dadurch, dass das hier relativ gerade ist, also glatt ist. Man sieht nicht, dass der hier nicht rangehört. Wir haben eine Schablone gebohrt, haben das durchgesteckt, von hinten verschraubt, vernünftig. Das hängt auch richtig fest. Also da kann man wirklich was anhängen, wie bei Vespa identisch. Das ist dann gleich der Metallhaken. Und damit haben wir hier also wirklich einen Gamechanger an der Stelle. Ja, das ist besser. Ja, Ne? definitiv. Wenn man da seinen Rucksack hinmacht, definitiv. Ist Rucksack hier hin, hier vorne, das bringt nichts. Ja. Hier ist absoluter Gamechanger. Alltagstauglichkeit Nummer 1. Ah, cool. Kriegt man also hin. Alltagstauglichkeit Nummer 2. Ja. Haben wir dann auch. Wir haben unsere akustische Wahrnehmbarkeit im Verkehr verbessert. Hey, kriegt man aber einen Schreck. Ja, kennen wir ist schon. Das laut? Kennen wir schon. Hier ist es ein anderes Modell zwar, aber es ist dieselbe Zweiklangfanfare. Fanden wir recht praktisch, weil es haben auch viele Vespa-Kunden. Ja, ist die zugelassen? Mögen das. Die Zulassung ist kein Problem. Also es hat noch keiner ein Problem gehabt bei irgendeinem TÜV. Es geht ja darum, man kann auch nachts mit der Originalhupe nicht durch eine Fußgängerzone ballern, Dauerhupen. Also von daher ist das ein Sicherheitsaspekt, den aber so im Verkehr, wenn viel Verkehr ist, hört man die halt manchmal wirklich nicht. Hört man nicht das Original. Nein, das hört man nicht. Und die Frage immer wieder nach der ABE für eine Hupe. Ich habe noch nie einen TÜV-Prüfer gesehen, der daraus ein Problem macht. Wenn man den hat, dann hat man den, dann nimmt man sich den nächsten. Aber kenne ich nicht, tatsächlich nicht. Habe ich noch nie gehört. Wahrscheinlich nur ein E-Prüfzeichen, die sie brauchen. Ne? Genau. Was jetzt so weniger alltagstauglich ist, wobei um zwischen dem Verkehr zu fahren, ist es total alltagstauglich, sind die Spiegel. Moto Gadget, das ist poliertes Aluminium, wunderschön. Nur die Größe. Es gibt dieselben aber auch in legal, dann sind die halt so. Ah, okay. Das ist also man kann sich die dann auch... Genau. Aber die sehen gut aus. Ja, die sehen und gut aus. kein Glas. Die sehen ganz toll aus. Genau, die sehen ganz toll aus. Ist nur für Showzwecke dran. Wir machen nachher wieder die großen dann. Ja, auf jeden Fall natürlich. So. Für die Sportlichkeit dann an der Stelle. Warum steht hier hinten Malossi? Ja, weil wir hier schon Malossi eingebaut haben. Und zwar, hier drin ist eine andere Variomatik und hier drin ist eine andere Kupplung. Das ist was man jetzt hier von hier wenig sieht oder gar nicht sieht. Hier ist eine Alarmanlage. Hier ist eine komplette Dr. Puli Variomatik drin und eine Malossi Delta Clutch. Weil ich habe festgestellt, wenn man diesen Motor, der irgendwie mit der Bosch-Steuerung, das ist ja hier eine Bosch und kein Magneti Marelli, irgendwie ein bisschen aggressiver ist als der Vespa-Motor in Serie. So haben wir festgestellt, dass die Variomatik die Kupplung leicht überfordert. Also sie schlupft zu sehr, die Serie. Ah, braucht man also. Und das ist ja auch, der Motor insgesamt ist ja ein Quasar-Motor, also eine Kopie, ich habe schon mal behauptet oder gesagt, das ist eine Kopie des Quasar-Motors, was so nicht ganz stimmt. Der Motor kommt aus demselben Werk wie die Original-Quasar-Motoren für Piaggio. Dennoch ist es eine Art Kopie davon, weil
die Bohrungen sind nicht 100% identisch. Aber dafür passt trotzdem eine ganze Menge. Ölwanne passt nämlich zum Beispiel nicht, wenn man jetzt die Buchsenfuchs-Ölwanne haben will mit dem Schauglas. Wir werden welche produzieren lassen, aber noch gibt es das halt nicht. Ne? Und weil da passen die leider nicht. Da sind Bohrungen anders, dass man die Ölwanne nicht dicht kriegt. Dasselbe ist, jetzt haben wir aus fancy Gründen den kompletten Variodeckel gewechselt. Das haben wir wirklich nur aus fancy Gründen gemacht. Muss man ja nicht. Völliger Blödsinn eigentlich. Wir wollten unbedingt dieses Prodigy Fancy Glasteilchen hier vorne verbauen. Aus, ne? Ja, genau. Und deswegen mussten wir umbauen. Der komplette Deckel ist, darunter ist ein HPE-Deckel drauf. Ja, Vespa HPE, das ist das Cover. Das Cover ist von Moto Nostra. Ohne Vespa-Schriftzug, weil das sieht ja doof aus an der Stelle. Genau. Und dann ist das aber eben alles, weil dieser Prodigy-Deckel hier für schlappe 400 Taler, ja, nur der Deckel, mit dem, also nur das halt. Ohne Beleuchtung. Schon schick aus. Ohne Beleuchtung. Beides beleuchtet. Ach, da, ich muss mal ein bisschen dichter rangehen hier. Die man natürlich im Dunkeln viel besser sieht. Die strahlt dann auch das silberne Lüfterrad an und dann sieht es da drin rot, grün, blau, was auch immer. Man kann hier Farbe wechseln, bla. Also das ist jetzt Spielerei und Spaß. Kommt auch demnächst eine Unterbodenbeleuchtung noch? Ja, kommt auch noch. Man kann natürlich, das ist nur der Glasdeckel. Ne? Aber um diesen fancy Quatsch zu bauen, wir wollten irgendwas schon mal zeigen, was man an die Kiste rankriegt, geht das hier. So, aber dafür muss man es halt komplett umbauen. Das ist auch cool, wenn ich jetzt hier unten Wenn man das machen will, bitte, kostet eine Menge Knatter, aber auf alle Fälle passt auch in das Original, also in das Original Lambretta mit Coverdeckel passt Variomatic, Kupplung, das passt alles. Super. Ja? Und bringt wahrscheinlich auch ein bisschen was, oder? Bringt richtig was, tatsächlich. Das ist wirklich erstaunlich an der Stelle. Im Serienvergleich, also die ist deutlich spritziger. Okay, das gucken wir uns aber bei einer Testfahrt doch auch mal an. Ja, das müssen wir unbedingt mal bei einer anderen Testfahrt mit einer Serien-HPE vergleichen. Ach, gute Idee. Das müssen wir machen. Was wir noch zur Alltagstauglichkeit gemacht haben, mir auch noch ganz wichtig, und zwar, pass auf, hört das Geräusch? Klack. Hier fehlt jetzt ein Anschlaggummi. Hier muss natürlich wieder irgendein Filz oder so, dass das nicht so klappert. Aber der Anschlaggummi hier drin ist ungefähr einen guten Zentimeter dick und damit steht der Ständer in etwa hier. Und wenn du jetzt um Ernst-Reuter-Platz, also um einen großen Kreisverkehr ballerst, womöglich noch zu zweit und bist eher der sportlichere Fahrer, dann setzt du so früh auf, das geht nicht. Okay. So, nimmst jetzt alltagstauglich. Der ist so ein Stück höher, die Kleinigkeit, und sofort ist die Schräglagenfreiheit deutlich größer. Das macht also locker 20 km/h im Kreisverkehr aus. Oder 15 Grad Schrägwinkelneigung. Genau. Noch was auf der anderen Seite? Und, wir haben ja noch eine Sache gemacht. Genau. Das ist ja, wo alle nachfragen. Müsst ihr mal bedenken, es gibt für dieses Fahrzeug noch gar nichts. Wir haben hier einen Aero-Auspuff, auch zugelassen für die Vespa HPE, Euro 5. Dadurch haut die Linienführung, weil es ja der Quasar-Motor ist, haut die Linienführung eigentlich ganz gut hin. Die passt hier sogar noch besser, weil es fast parallel mit der Backe läuft hier oben. Ja, also so ein bisschen schräg. Ja, das, was sehr schön ist, weil die Backe angeschrägt ist. Das passt schön. Wir mussten hier lediglich Halter bauen. Guck ich mal. Ach, weil natürlich die Haltepunkte sind natürlich bei Vespa andere als bei Lambretta. Ja, hier haben wir so einen Zwischenhalter gebaut. Das ist aber auch kein Hexenwerk. Was die Heimmontage etwas komplizierter machen wird, ist, man muss die Lambda-Sonde wechseln, tatsächlich die Originale gegen eine mit kleinem Gewinde, und muss auch den Stecker umlöten. Es ist zum Glück nur eine einfach beheizte Lambda-Sonde. Hier funktioniert das also wunderbar und die Kommunikation mit dem Steuergerät funktioniert. Okay. Wir müssen das Ding nur via Einzelabnahme eintragen lassen. Weil er hat natürlich keine ABE für Lambretta. Da es aber derselbe Quasar-Motor ist mit den fast identischen Werten, also eigentlich mehr oder weniger identischen Werten wie bei der HPE Vespa, kriegen wir das via 21 eingetragen. Ja, Malossi Ölfilter haben wir auch dran. Ich sehe gerade da unten der rote Filter. Sehr schön. Genau. So, und das gibt ja eigentlich einen schönen Sound, muss ich sagen. Und das Spannendste hatten wir zwar schon mal erwähnt, aber wir haben hier 6 Kilo eingespart zum Original. Das ist eine Menge. Und zusammen mit dem Variodeckel. Der war ja auch so ein Bocker, ne? Der Variodeckel, das Original. Also das ist wirklich jetzt luxuriös. Ja? Vielleicht ist es sogar billiger, wenn man selber abnimmt. Aber die Kiste wiegt ja 10 Kilo mehr als eine Vespa. Also sogar 12. Jetzt durch den Wechsel beider, weil auch der Original Variodeckel echt deutlich schwerer ist als der von als der hier unten, als das hier, selbst komplett zusammen mit dem hier, alles zusammen, haben wir insgesamt jetzt fast 11 Kilo eingespart. Oh, wo liegt die denn jetzt? Also jetzt liegt sie bei Vespa. Jetzt ist sie genauso schwer wie eine GTS. Ja, das sind aber schon mal schöne Sachen. Also man sieht, ihr habt euch schon wieder ein bisschen damit beschäftigt, was kann man machen, was kann man umbauen, wie kann man es ein bisschen sportlicher machen. Aber sie sieht ja auch sportlicher aus. Ich meine, die sieht doch aus, eigentlich
Die sieht doch eigentlich aus wie ein hochgestellter Lamborghini. Ja, durch die Eckigkeit, du hast recht. Ja, wenn so du einen bisschen. Lamborghini, den flachen Lamborghini auf die Seite stellen würdest Ja. und links und rechts praktisch, dann hättest du dieses Fahrzeug. Also es ist schon toll. Ja, vom Design her hast du recht. Das ist schon sehr sportlich. Ne? Ja, es ist ein sehr sportliches Design, ja, genau. Und genauso fährt sie sich auch. Und das ist das Tolle, finde ich, an dem Produkt, dass du im Gegensatz zu der V- oder G-Modellreihe also 3 komplett unterschiedliche Fahrzeuge hast. Also vom Charakter komplett unterschiedliche Fahrzeuge. Seht zu, aktuell sind noch diese Frühjahrsdeals. Ah ja, Mensch, genau. Ja, die gibt es gerade zu Preisen, rund 500 € Rabatt bei allen Fahrzeugen. Wir haben schon einige verkauft davon, von daher zuschlagen, weil es gilt auch nur, solange Vorrat reicht, geht bis Ende April, 26. oder sowas. Okay. Wenn die Dinger vorher alle so raus sind, sind sie raus. Laufen gut, muss ich sagen, weil die Leute sind auch begeistert von den Probefahrten, also auch von den verschiedenen Modellen. Damit ist sie 1000 € unter Vespa. Ah, Das ist eine viel. Ansage. Das ist eine Ansage. Also für Man muss das vergleichbare Design Technik. mögen, das ist der Punkt, aber es kommt gut an. Ich kann nichts anderes sagen. Das Weil es halt Design- auch mal was Frisches ist. Ne? Ja, Also genau. Das ist ja mal die Ja, Sache. genau. Vespa hat ja seit 2003 nichts verändert von der Ja, Optik groß. Und ja. hier ist ja wirklich mal jetzt ein ganz anderes Konzept. ja, auch im Vergleich zur G und zur V. Bei Lambretta, ja. Aber trotzdem, ich liebe die Vespa nach wie vor. Also da kommt mir Ja, nichts wir lieben drüber. sie alle, Wir aber- lieben sie alle, genau. Wir haben ja 2 Herzen. Aber jetzt haben wir 2 Herzen, ganz genau. Jetzt haben wir nämlich 2 Und Fahrzeuge. in Rot, super schick. Großartig. Ich hatte noch nie ein rotes Fahrzeug. Das ist mein erstes Rot. Das ist ein tolles Rot. Also mir würden da auch schon ein paar Modifikationen vom Optischen noch einfallen. Wir haben ja auch. Na, da können wir vielleicht als nächsten Schritt mal rangehen, vielleicht mal ein Modell uns nehmen Ja. und mal wieder so ein Customizing Ich tue mich machen, ne? ja, sehr, sehr gerne. Das machen wir auch. Ich hatte eigentlich vor, das mit der zu machen. Also ich finde das Rot echt toll. Ja, das Rot ist wirklich schön. Wäre jetzt Vielleicht schade, fahre ich ja auch mal eine Saison so und wir Und danach. nehmen mal eine klassische G und machen dort eine ganz klassische Zweifarbe. Aber wir machen irgendeinen Custom. Wir machen mal was. Ja, ne? ja, Also ja. demnächst. Weil technisch haben wir ja jetzt schon ein bisschen vorgelegt. Also wer möchte, auch deutschlandweit, kann das theoretisch bei euch machen lassen, so ein Ding Ja. kaufen, umbauen lassen, Ja. kommt auf den Hänger, wird euch nach Hause geschickt und dann ja, habt das. das können wir auch machen. Na klar. Also von daher, wenn ihr jetzt nicht gerade um die Ecke einen Händler habt, der diese Sachen schon für euch machen kann. Kaffee Racer Micha macht das für euch Ja. mit allem drum und dran und dann kommt das Ding auf den Hänger und wird dann zu euch geliefert. Dann werden wir demnächst euch auf dem Laufenden halten, wenn es dann mal mit dem Umbauprojekt losgeht. Vorher müssen aber auf jeden Fall noch ein paar Vergleiche kommen. Als nächstes sollten wir tatsächlich den Fahrtest, die 300 gegen die 350, also G gegen X, wird auch noch eine wirkliche Erkenntnis. Ich finde Wird beide spannend toll. wahrscheinlich, ne? Ja, beide toll. Ja, dann danke ich dir, Micha, fürs Vorstellen. Ich bin sehr auf die Probefahrt gespannt, die wir demnächst machen werden. Jo. Aber es kommt einiges. Demnächst auch wieder ein bisschen was zum Thema Vespa. Habe ich schon mit dir abgesprochen. Von daher, wir freuen uns, wenn ihr wieder zuschaut und den Kanal abonniert. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt einfach einen Kommentar unten rein. Alles klar, wir danken zum nächsten euch. Mal. Bis zum nächsten Mal. Genießt das schöne Wetter. Fahrt vorsichtig. Bis dann und ciao. Tschüss.